das eiserne Pferd. Komm. Läuft aus Jena. Sich nicht anfreunden. Tu laisseras aller tes regards comme... It's the year and I'm very proud to win it. Ich bin der Verwalter des Fürsten Vittorio Colonna. Don Vittorio Colonna übersendet euch seine Grüße. Musik Polens in seinen Werken verwendet. Salut. Salut. Alter? 34 Jahre, weil ich nämlich am 14. August 1800... Beruf? Schließlich nach Geboten der Humanität, rettete Menschenleben und geriet Präsenz und artikulatorische Stechen im Hochsprung, das ist so... Der Betreffende ist leider ein leichtfertiges Klatschmaul. Sonst hätte er sich nämlich überlegt, wie endlos lange Giuseppina gewartet hat, Verdis Frau zu werden. Und dass sie das, was sie endlich hat, auch fest... Rooming house where they lived that winter was run. Wie geht's hier so? Hm? Es geht, Exzellenz. Ja? Was macht mein Pferd, der Polkan? Der ist groß und dick geworden, Exzellenz. Keiner ist da, der ihn reitet. Alles ist so geblieben. Schuldet habe, will ich wieder gut machen. Ihr sollt nicht meinetwegen leiden müssen. Gut machen? Wie wollt ihr denn das gut machen? Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu Hause und auch Ihnen hier im Studio ein herzliches Willkommen. Einen Monat später sind Sie bereits das Doppelte wert. Aber vor von Augen nicht, du. Das eben Gesehenen stehen. Da wurden und werden Emotionen wach. Na, Roberto, trinken wir hier nachher noch was oder gehen wir in irgendeine Bar? Sie sofort Verdacht. Du reitest weiter und befreist die Gefangenen. Mein Vater wird auch dabei sein. Im ersten Dorf, durch das du kommst, hältst du an und fragst nach dem alten Sergejewitsch. Er wird dir den Weg zeigen. Gut, wir sehen uns bald. Morgen Abend vor 11 Uhr doch wieder zurück sein. Am besten, ihr bringt ihn in die Klapsmühle. Ich würde Ihnen beipflichten, wenn er sonst nicht ganz normal wäre. Ich habe inzwischen veranlasst, dass ein paar Psychotherapeuten heute Abend hierher kommen. Hm? Etwa gegen 10. Natürlich, wir hören wieder. Ist genau. Übermorgen um 10 Uhr. Ja, das kann jetzt schon. Mensch, klar. Ja, schmeiß mich rein. Du musst jetzt Kegel absagen. Na, du, das ist in der Früh um 10 Uhr. In der Früh, da geht überhaupt nichts. Komm, weiter, weiter. Da kannst du nicht. Da habe ich Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht. Was meinst du, was mit den Buben erzählt, wenn ich da nicht dabei bin? Ne? Was ist denn los mit dir? Du sollst reingehen und schwimmen, habe ich gesagt. Hopp. Du Hund sollst schwimmen und nicht springen. Ja, und hast du daheim niemand, der helfen kann? Fenster. Und das Hemd hier riecht, als hätten wir 100 gemacht. Pass bloß auf, dass du nicht runterfällst mit ihm. Das eigentlich? Der Voll... Schon der 9. Symphonie war, das Unterbrechen. Was ist da vorgegangen? Da wird man nie dahinter kommen. Man wird... 1030 Verkehrsunfälle durch Alkoholeinwirkung verursacht. Das Schlimme dabei, dass 259 Menschen im gleichen Zeitraum durch Alkoholeinfluss ihr Leben verloren
und 3.820 Menschen zum Teil bleibende gesundheitliche Schäden erlitten. Wenn ich nochmal auf die Zahl 259 zurückkommen kann, dann besagt diese, dass etwa 20% aller Unfalltoten diese Alkoholtoten vertreten. Also 10% aller Unfälle durch Alkoholeinfluss, aber 20% aller Getöteten durch Alkoholeinwirkung. 259 Tote in einem Jahr, eine Schreckensbilanz, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen. Wolfgang Hübner, das Wissen darum hat Sie den Film machen lassen. Es ist ja, das darf ich mal den Zuschauern sagen, Ihr erster Krimi, ja? Ja, es ist mein erster Krimi und es ist ein so schwieriges, ein nicht nur schwieriges, sondern auch so ernstes Thema, dass es mir schwerfällt, also so leicht loszureden. Aber wenn Sie mich fragen, was hat mich veranlasst, sicher hat mich auch veranlasst die Hoffnung, dass so ein Film möglicherweise den oder jenen daran hindern könnte, mit Alkohol im Blut ins Auto zu steigen und möglicherweise Tote hinter sich zu lassen. Ich glaube da schon an eine veredelnde Wirkung der Kunst, wenngleich nicht an eine unmittelbar wirkende. Aber vielleicht ist es sozusagen, tickt's bei dem einen oder anderen im Unterbewusstsein doch, wenn er in eine ähnliche Situation gerät, wo er sich herausgefordert fühlt oder wo er Lust hat, eben damit zu spielen und zu sagen, es wird schon nicht so schlimm werden. Es wäre wünschenswert. Eberhard Görner, vor dem Film entsteht bekanntlicherweise das Buch. Was hat Sie denn nun veranlasst, zu dem Thema zu greifen? Das Buch oder die Idee ist eigentlich schon... Telepathie und Intuition hat mich ganz besonders interessiert. Karten verlieren. Vielleicht. B-Fahrer ging, gefolgt von den Fußgängern. An dritter Stelle dann die Kleinkraftradfahrer. Ja. Die Kleinkraftradfahrer ungefähr die Hälfte der Pkw-Fahrer. Es folgen die Kradfahrer. An 5. Stelle sind die Fahrradfahrer und an 6. Stelle die Lkw-Fahrer. Vielleicht auch noch interessant aus der Statistik erkennbar, dass etwa ein Viertel, das sind also die meisten Kraftfahrer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren Alkoholunfälle bzw. also Fahren unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Es sind also nicht unbedingt ganz junge Menschen, die erst kurz den Führerschein besitzen, sondern durchaus Menschen, die also schon 1, 2, 3, 4 Jahre und mehr im Besitz eines Führerscheins sind und von denen man eigentlich erwarten müsste, dass sie ihre Pflichten im Straßenverkehr kennen und auch gewissenhaft einhalten. Hat das was mit Renommiergehabe zu tun, Frau Dr. Plönske? Könnte möglich sein. Das gibt ja auch so charakteristische Unfälle, ja, für Jugendliche, gerade auch mit Motorrad und so weiter. Ja, das könnte möglich sein. Günther. Solche psychischen Einstellungen. Ich habe eine Frage, wir haben das Strafmaß gehört. Inwieweit geht das eigentlich, dass die Beteiligten, also wenn man an einer Feier war, so wie das hier ist, sich schuldig machen oder sich strafbar machen, ihn zurückzuhalten oder es nicht schaffen, also jemanden zurückzuhalten, zu sagen, du fährst nicht. Also du hast Alkohol und du fährst nicht. Und er trotzdem es macht. Also gibt es da im Umfeld ein Mitschuldigmachen oder wie sieht man das? Nein, das gibt es nicht, wenn ich darauf antworten darf. Moralisch. Es ist eine moralische... Ja. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien dessus. Die in der Regel den größten Schmutz Platz unter den Baum im Gefüge des Dorfes. Letzten Kind. Kann gar nichts passieren. Ich kenne jede Ampel, ich weiß, wo der Verkehrspolizist steht, ich weiß, wo ich links rum muss, rechts und wo ich bremsen und Gas geben.
Und trotzdem, warum passiert dann der Unfall? Nun, zunächst ist er ja sicherlich nicht gewollt, sondern Ja, Sie davon gehe ich wollten mal aus, ja. wirklich versuchen, eben so sicher wie möglich beim Fest der Bauarbeiter in Fürstenwalde. Une flèche à 400 mètres. Schönen Ausflug. Schade ums Benzin. Die Araber in die Arme der Nazis treiben könnte, erwies sich bald als unbegründet. Zwar sprach aus dem Ausland im Film. Ein Wortgottesdienst mit rund 1000 Kranken und Behinderten war heute der Katastrophe heimgesucht worden. Nach heftigen Regenfällen wurden bei mehr als 150 Erdrutschen mindestens 4 Menschen getötet und 900 Häuser zerstört. In New York ist die 3. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen zu Abrüstungsfragen ergebnislos. Was dem Außenstehenden oft als eine sprichwörtliche Abneigung gegen Neuerungen erscheint, ist bei genauem Hinsehen ein über Generationen gehegtes Gefühl für Nutzen und Schaden einer Sache. Ich denke, Bauern waren nicht immer, sind nicht überall Veränderungen abgeneigt. Aber ich frage mich, was soll den Bauern Ohlamasam toyuğu çalan, ben yanasam toyuğu çalan, ohlamasam toyuğu çalan. Bilder und Töne. Für die Steuerbefreiung von Flugbenzin für Hobbyflieger hat der CSU-Ortsverband Roth im Landkreis Lichtenfels beschlossen, der Partei die fälligen Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr zu verweigern. Zur Begründung hieß es, eine Reform, die speziell Großverdienern nütze, werde den Begriffen christlich und sozial nicht gerecht. Dagegen der stellvertretende CSU-Generalsekretär Huber alle CSU-Mitglieder mit falschen Parolen das Geschäft des politischen Gegners zu besorgen. Nürnberg lädt in diesen Tagen wieder zur internationalen Orgelwoche ein. Diesmal sind die Konzerte der Musica Sacra Kompositionen und Komponisten aus dem Donauraum gewidmet. Die meisten yarın sabaha kadar ara verildi sayın seyirciler. Bu karar ekiplerin de and he selected. Lasst doch mal zureden. Langsam, langsam. Zuerst. Hinter der Szene steht Jesus. I'll take the bet. Voilà seulement qu'on trouve du matériel en France. Denn dort, wo sich eine attraktive Produktion entwickelt, dort, wo sich ein attraktives Leben im Dorf entwickelt, dort fühlt sich auch die Jugend wohl und ich glaube, bei uns fühlt sie sich wohl. Deshalb ist es so, dass wir sehr wenig Nachwuchssorgen haben. Und auch bei der Rekonstruktion der alten Schinkelschen Parkanlage. Es ist nicht so alt für Rock'n'Roll. Körper, also das geht gar nicht. Ich wollte es eigentlich auch nur dafür benutzen, liebe Zuschauer. Der eine oder der andere hat möglicherweise schon mal eine solche oder eine ähnliche Situation erlebt. Ich möchte hier unterbringen an dieser Stelle, Sie können das ein bisschen gut machen. Ich sage Ihnen mal ein Datum, der 1. Juli. Das nämlich ist der Ehrentag der Deutschen Volkspolizei und vielleicht zeigen Sie sich da mal auf die eine oder andere Weise besonders nett.
Nur das wollte ich hier noch in diesem Rahmen sagen, ist ja in wenigen Tagen soweit. Wie hoch wird denn nun die tatsächliche Zahl eingeschätzt von Leuten, die Alkohol getrunken haben und nicht geschnappt werden? Wir wollen uns mal nichts vormachen. Die sie schnappen, sind doch, so meine ich, sagen zu können, ein geringer Teil. Sicherlich, wobei wir eingangs ja bereits darauf hingewiesen hatten, dass mehr Kraftfahrer unter Alkoholeinfluss gestellt werden, als diese Unfälle verursachen. Also im vergangenen Jahr 30.000 Führerscheinentzüge wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, aber nur 4.000 in Anführungsstriche, die Unfälle unter Alkoholeinfluss verursachten. Was die Dunkelziffer betrifft, hat sicherlich Frau Dr. Plönske noch einige wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse vorliegen. Also Verkehrsmediziner schätzen ein, dass die Dunkelziffer 1 zu 250 bis 1 zu 400 liegt. Dass also nur einer von 400 kraftfahrenden Autofahrern also entdeckt wird. Und das halte ich auch für wahrscheinlich. Der Missbrauch, der sich dann auch versteckt unter körperlichen Erkrankungen, die zum Ausdruck kommen, mit Magenbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Herzbeschwerden, Hochdruck und so weiter. Das ist der medizinische Teil, der das Gesundheitswesen eigentlich tragen muss aus diesem Fehlverhalten. Kostspielige Angelegenheit ist das. Liebe Zuschauer, unbeabsichtigt haben sich die Paritäten hier in unserem Gespräch ein wenig verschoben zu Ungunsten der linken Seite. Kurz und knapp, liebes Filmteam, entschuldigt. Günther, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was man sagen müsste, was ihr sagen wollt? Naja, ich meine, es ist schon ganz gut zu hören von Fachleuten. Also diese Zahlen erschrecken mich zutiefst, muss ich sagen. Also sowohl die realen als auch die Zahlen der Dunkelziffer. Und also ich hoffe nur, dass wir mit diesem Film ein bisschen dazu beitragen können, dass sich die Leute ein bisschen mehr ins Gewissen greifen und den Alkoholmissbrauch, um die Zahlen zu senken. Dass man nicht, also dass die Zahlen doch etwas besser werden. Auch im eigenen Interesse, nicht auch im eigenen Zahlen Interesse, natürlich, auch im eigenen Interesse. Ja, ich würde mich dem anschließen und ich würde sagen, also und wenn wir mit diesem Film verhindern, dass es also, wie sich 1 oder 2 Tote weniger gibt, denn jeder Tote ist einer zu viel, der durch diesen Vorgang zustande kommt. Also ich finde, niemand hat das Privileg, für sich in Anspruch zu nehmen. Das waren die Peppi und der Josef. Er ist der Kammerdiener des Grafen Zedlau, seines Zeichens Gesandter von aus. Sieger beim 10. internationalen Hochsprungmeeting in Eberstadt wurde der Leverkusener Carlo Train. Aber nicht mehr dürft es mir jetzt da ist eine rechte Existenz kann. Und es nimmt mich Wunder, ob die